Frau Züllig, als junge Frau hatten Sie eine Nahtoderfahrung. Wie kam es dazu und wie haben Sie diese erlebt? Ich war damals 16-jährig. Ich habe in Mailand gelebt mit meiner Familie und mir ist es sehr, sehr schlecht gegangen. Ich hatte asthmatische Anfälle und ich wurde zum Spital gebracht und wurde behandelt. Und offenbar haben die mir ein Medikament gegeben, das ich nicht ertragen habe. Ich habe da keine klare Erinnerung mehr, als es war zuerst ganz dunkel und dann bin ich aus meinem Körper herausgetreten. Ich bin raus und habe mich zuerst als in Bewegung erlebt. Also ich habe mich bewegt aufwärts und dann wurde es ein Schweben. Es ist wie die Bewegung ist weg. Und als ich ein Stück weit geschwebt war, wurde es eine magnetische Anziehung. Es war wie wenn ich ein Pol des Magnets war und da war ein anderer draußen und das war das Licht, das große Licht. Und das hat mich einfach angezogen. Ich bin einfach dort hineingeschwebt. Als Sie hinausgeschwebt sind, was war Ihre Wahrnehmung? Überhaupt nichts. Also es ist aus dem Körper. Ich weiß aus Diskussionen mit Kennering und so, dass es gibt intensivere und weniger intensivere Erfahrungen und mich hat es wirklich ins Licht hinein katapultiert. Also direkt ohne Tunnel, ohne Begegnungen von Leuten, also das ist bei mir alles nicht da gewesen. Sondern wirklich raus und direkt ins Licht hinein. Und hinein geschmolzen quasi und das war eine Riesenfreude. Das war das Beste, was ich je erlebt habe, dort heimzukommen, reinzukommen. Und ja, das ist, was ich noch in Erinnerung habe. Es ist auch sehr lange her, aber das in das Licht hinein schmelzen quasi, das ist das, was mich geprägt hat. Wie haben Sie die Rückkehr in den Körper erlebt? Die war sehr schmerzhaft. Ich war noch ganz weit und musste wie eingequetscht wieder zurück in den Körper, wieder zurück ja, das war wie ein Kanal, wie ein Geburtskanal, würde ich fast sagen. Also es war wahrscheinlich wie eine Geburt, wieder zurück in meinen Körper. Wahrscheinlich habe ich nachher Medikamente bekommen, ich war dann längere Zeit nicht anwesend. Dort ist eine Phase, die ist noch relativ dunkel für mich. Bin dann erwacht im Spitalbett und ja, mir hat alles wehgetan, also wirklich sehr wehgetan. Und ich wusste gar nicht, was passiert ist, das hat man mir dann nachher erzählt, weil ja, das ist ein ganz anderes Erlebnis, ob man jetzt im Körper drin ist oder ob man draußen ist. Und interessanterweise, meine Mutter war im Raum, als ich rausgegangen bin und nicht mehr geatmet habe und blaue Lippen bekommen habe. Und sie ist dann rausgerannt und hat Alarm geschlagen. Und was sie dann gemacht haben, weiß ich nicht. Die haben wahrscheinlich mir irgendein Medikament gegeben, dass ich wiederkomme. Das habe ich keine Ahnung. Aber dann fing für mich eigentlich eine sehr schwere Phase an. Die war sehr, sehr schwer und sehr dunkel. Und ich habe nachher mehrmals das Bedürfnis gehabt, wieder zurückzugehen. Also ich habe monatelang nachher nicht ganz klar bewusst, aber Wege gesucht, wie ich wieder zurückgehen könnte. Aber das
der Lebensimpuls war stärker. Ich bin am Leben geblieben und aber ich kann verstehen, dass Menschen da wieder zurück wollen und ja, also das ist, die Sehnsucht kann sehr, sehr stark sein. Und die hat sich dann aber mit der Zeit, dann verringert. Also heute bin ich in meinem Körper und ich finde es toll, dass ich wieder kommen durfte und den ganzen Weg gehen konnte. Weil heute verstehe ich, was da passiert ist. Und ich möchte nichts missen. Also überhaupt nichts. Was für eine Auswirkung hatte diese Nahtoderfahrung für Ihr weiteres Leben? Ja, die hat eine große Auswirkung gehabt. Ich war ja damals noch sehr jung und am Anfang war das, wie komme ich zurecht? Wie komme ich zurecht mit dieser extremen Diskrepanz zwischen was ich erlebt habe und dieser Körper, der sich nicht mehr, der war mir wie zu klein, wie zu eng und da musste ich mich zuerst daran gewöhnen und es war wie wenn ich dann nur noch auf der materiellen Ebene gelebt hätte. Also das andere hat es dann wie nicht mehr gegeben. Ich glaube, ich weiß das nicht mehr genau, aber ich glaube, ich habe versucht, das zu erzählen. Ich habe versucht, darüber zu berichten, aber es war zu groß, es war zu viel, ich hatte keine Worte. Ich musste es wegstecken. Und es ist mir auch gelungen, offenbar das wegzustecken für etwa 17 Jahre. 17 Jahre hat das das war nicht wichtig. Ich habe mich wie nicht daran erinnert, aber etwas hat mich immer weiter gestoßen. Ich musste Psychologie studieren. Ich musste wissen, was passiert. Also zuerst habe ich als Laborantin gearbeitet, Arztgehilfin, ich habe mit das Herz hat mich interessiert, ich habe auch in der Herzchirurgie gearbeitet, aber das hat mir nicht genügt, ich musste weiter suchen. Ich wollte wissen, was ist mit mir los. Ich wusste, etwas ist anders, aber ich konnte nicht beschreiben, was anders war. Und da bin ich auf der Suche gewesen, eigentlich, ich würde sagen, mein ganzes Leben habe ich versucht, Antworten zu finden. Und in der Psychologie habe ich sie nicht gefunden. Da musste ich weiter. Ich habe dann nachher Familientherapie studiert und habe gemerkt, ja, es könnte auch etwas mit meiner Umgebung zu tun haben. Es bin nicht nur ich, war schon bereits eine Erleichterung. Aber dann hat es mich irgendwie, bin ich nach Kalifornien gekommen, hatte das Glück, dass ich dort studieren konnte. Und dort bin ich dann Ken Ring begegnet. Und habe ihn in einem Auditorium gehört, über Nahtoderfahrungen zu sprechen. Herr Kenneth Ring, können Sie vielleicht noch beschreiben, was für eine Forschungsrichtung er hat? Die erste Generation Thanatopsychologen, also Todespsychologen, das war Elisabeth Kübler-Ross, Ken Ring und Raymond Moody. Und Raymond Moody war der Erste, der ein Buch publiziert hat über Nahtoderfahrungen. Was Raymond Moody geschrieben hat, hat mich nicht geweckt, kann man sagen. Aber was Ken Ring dann gesprochen hat, das war für mich, das hat sofort bei mir etwas ausgelöst. Ganz intensiv. Ja, das ist es. Jetzt, das ist die Antwort, das habe ich gesucht. Und ich mag mich erinnern, ich war in einem großen Auditorium in San Francisco und ich höre ihn über diese Veränderung in Todesnähe sprechen und er hat so positiv gesprochen darüber. Und es war das erste Mal, dass ich überhaupt einen Gedanken hatte, das könnte etwas Positives gewesen sein. Also für mich war das eine riesen Erkenntnis. Und ich bin dann, als ich das gehört habe, ich konnte nicht mehr ruhig sitzen. Ja, ganz genau, das ist es, ganz genau. Und die Leute, ich konnte nicht mehr ruhig sitzen.
Und kaum war es fertig, bin ich zu ihm gerannt und gesagt, ich muss mit Ihnen sprechen. Ich muss unbedingt mit Ihnen sprechen. Und dann, dort hat es eigentlich angefangen. Das war dann wie ein Dammbruch für mich. Ich war daran, eine Dissertation zu schreiben über Rechts-Links-Hemisphäre, Gehirnhemisphären. Aber das habe ich dann völlig über den Haufen geworfen und es war ganz klar, dass die Nahtoderfahrung, dass das Thema sein wird. Und er hat mir dann geholfen, das zu strukturieren und etwas draus zu machen. Nahtoderfahrungen haben auf Betroffene oft starke Nachwirkungen, wie jetzt bei Ihnen auch, und sind nicht so leicht zu verkraften. Was sind Ihre Erfahrungen als Psychologin zu diesem Sachverhalt? Ja, das ist nicht sehr einfach zu fassen, aber um dem Ganzen näher zu kommen, habe ich mich mit Trauma auseinandergesetzt. Das ist eine Dimension, die sehr wenig erwähnt wird im Zusammenhang mit Nahtoderfahrung. Es ist ja meistens ein Schockerlebnis, ein ganz intensives Schockerlebnis, wenn wir aus dem Körper austreten. Und der Anteil des Schocks wird eigentlich nicht erwähnt. Das ist eigentlich auch nicht die Nahtoderfahrung, aber das ist oft das, was dazu führt. Und ich habe gefunden, dass in der Forschung, also es ist jetzt sehr viel Forschung gemacht worden, auch von Peter Levine, neuerdings auch in der Wissenschaft wird das Phänomen untersucht, dass sich so etwas dann körperlich festsetzt, also dass das im zellulären Bewusstsein bleibt das drin, also das ist gespeichert. Und zwar, ich würde sagen, das Positive, die Lichterfahrung, die ich heute Airbag-Erfahrung nenne. Sie ist wie beim Autoaufprall, wo automatisch ein Schutz entsteht, der bei uns allen aktiviert werden kann. Wir spüren dann nichts mehr, wir sind dann nicht den materiellen, vernichtenden Erfahrungen ausgesetzt, sondern wir kommen dann sofort an einen Ort, wo es wunderbar schön ist. Und ich glaube, das ist etwas extrem Tröstendes für Menschen, die Angst haben vor dem Tod. Und wer hat das nicht? Das gehört zum Menschsein. Frau Züllig, wenn Sie ein Fazit ziehen müssten zur Frage, was hat Ihnen die Nahtoderfahrung in Ihrem Leben gebracht, was würden Sie dazu sagen? Die Gewissheit, dass es noch viel mehr gibt, als wir normalerweise wahrnehmen. Und dass da eine unwahrscheinliche, bedingungslose Liebe existiert. Ich suchte Antworten und würde sagen, habe sehr viele davon gefunden. Der ganze Bereich der Psychotraumatologie, also was passiert, wenn Menschen traumatisiert werden und wie können sie wieder heilen. Also für mich, das ist ein enormer Reichtum, der mir zur Verfügung gestellt wurde. Frau Züllig, herzlichen Dank für das Gespräch.